In diesem Video wird erklärt, wie die Smart-Ordner von Track of the Day funktionieren. Viel Spaß! SQL-Datenbanken eignen sich sehr gut zur Organisation großer Datenmengen. Für den blitzschnellen Zugriff auf alle gespeicherten Daten gibt es die strukturierte Abfragesprache SQL. Seit Version 4 verwendet auch Track of the Day eine SQL-Datenbank für die Speicherung von Tracks, Routen und POIs. Einige Nutzer, die nie zuvor mit Datenbanken gearbeitet haben und auch moderne Plattformen wie Twitter, Instagram, Facebook und so weiter nicht kennen, haben oft Probleme, das Datenbankkonzept von Track of the Day zu verstehen. Häufig sortieren sie Dateien auf ihren Computern in teilweise gewaltige Ordnerstrukturen ein. In vielen Support-Calls und Videochats stellt man aber häufig fest, dass die mit Ordnern erzeugte Ordnung nur eine Scheinordnung ist. Kommt es drauf an, finden viele Nutzer eine spezielle Datei am Ende doch nicht wieder. In der Regel sind es aber genau diese Nutzer, die auch gern in Track of the Day komplexe Ordnerstrukturen anlegen möchten. Das Herz von Track of the Day sind aber GPX-Dateien, und im GPX-Standard sind Ordnerstrukturen in keiner Weise vorgesehen. Daher kann man Ordnerstrukturen auch nicht an andere Nutzer weitergeben. Weil viele Nutzer es aber nicht anders kennen und teilweise über viele Jahre hinweg in Garmin Basecamp alles in Ordnern sortiert haben, hörten aber die Rufe nach Ordnern für Track of the Day einfach nicht auf. Mit Version 5 kamen daher die Hashtags als Ordnungskriterium zu Tracks of the Day hinzu. Statt eine Route in einen Ordner zu verschieben, gibt man ihr einen oder auch mehrere Hashtags. Über die zugeordneten Hashtags findet man dann alles blitzschnell wieder. Aber diese Vorgehensweise ist anders, als viele Nutzer es gewohnt sind, und so verstummten auch nach der Einführung der Hashtags die Rufe nach Ordnern nicht. In Version 6 gibt es daher nun die Smart-Ordner. Mit Smart-Ordnern kann man eine flache Ordnerstruktur abbilden und sie basieren vollständig auf Hashtags. Jeder Hashtag kann als Smart-Ordner angezeigt werden. Statt Tracks, Routen oder POIs einen Hashtag zuzuweisen, verschiebt man sie nun in einen Ordner. Unter der Haube ist das allerdings nichts anderes als die Zuweisung eines Hashtags. Smart-Ordner heißen deshalb Smart, weil sie transient, also flüchtig sind. Sobald ein Hashtag an keinem Track, keiner Route und keinem POI mehr verwendet wird, verschwindet er automatisch aus Track of the Day. Damit ist der zugehörige Smart-Ordner dann auch automatisch einfach weg. In Ordnerstrukturen kann eine Datei nicht in mehreren Ordnern gleichzeitig sein, was der allergrößte Nachteil dieses Ordnungsprinzips ist. Bei den neuen Smart-Ordnern ist es anders. Hier können beispielsweise die POIs der besten Biker-Cafés in vielen Smart-Ordnern auftauchen. Schauen wir uns an, wie die Smart-Ordner funktionieren. Um die Smart-Ordner zu öffnen, tippt man die Tastenkombination Alt und X oder wählt über das Kontextmenü der Karte Smart-Ordner öffnen aus. Das Design der Smart-Ordner ist an den Windows-Datei Explorer angelehnt. Auf der linken Seite sieht man die Liste der Ordner. Ist ein Ordner selektiert, sieht man auf der rechten Seite, welche Elemente in diesem Ordner enthalten sind. Alle Smart-Ordner haben am rechten Rand einen Import-Button, über den alle Elemente des Smart-Ordners geöffnet werden können. Die Elemente innerhalb eines Smart-Ordners haben am rechten Rand jeweils 4 Buttons für den Import, die Anzeige in der Datenbanksicht, das Ändern der Hashtags und das Entfernen aus dem Smart-Ordner.
Welche Elemente ein Smart-Ordner enthält, wird in kleinen orangefarbenen Untertiteln angezeigt. Jeder Smart-Ordner kann beliebig viele Tracks, Routen und POIs enthalten. Klickt man bei einem Smart-Ordner, der einige Tracks und Routen enthält, auf den Import-Button, werden alle enthaltenen Elemente geöffnet. Sind bereits Elemente geöffnet, wird man gefragt, ob die geöffneten Elemente geschlossen werden sollen. Alternativ kann man die neuen Elemente zusätzlich öffnen. Nach dem Öffnen wird im Hauptmenü der Hashtag-Filter eingeblendet. Dieser Filter zeigt nun den Namen des Smart-Ordners, dessen Elemente man geöffnet hat. Wurden mehrere Smart-Ordner nacheinander geöffnet, enthält der Hashtag-Filter die Namen aller zugehörigen Smart-Ordner. Nun selektieren wir einen anderen Smart-Ordner und öffnen einzelne Elemente aus diesem Ordner. Jetzt öffnen wir eine Route in einem Smart-Ordner in der Datenbanksicht. Hier sehen wir nun die Details der Route, also den Namen, die Hashtags, Startdatum, Dauer, Distanz und vieles mehr. Klickt man in der Titelzeile der Datenbanksicht am rechten Rand auf das Smart-Ordner-Symbol, kommen die Smart-Ordner wieder in den Vordergrund. Als nächstes möchte ich zeigen, wie man Elemente in Smart-Ordner verschiebt. Dazu klickt man oberhalb der Liste der Smart-Ordner bei Elemente ohne Tags auf den Button mit der Lupe. Jetzt öffnet sich rechts eine Liste aller Datenbankelemente und eine Liste aller bereits vergebenen Hashtags. Zu allen Tracks und Routen kann mit einem Doppelklick eine Vorschau aufgerufen werden. Selektiert man einen Track oder eine Route, kann man in der Liste darüber ein oder auch mehrere Hashtags auswählen. Um die selektierten Elemente in einen Ordner zu verschieben, klickt man in der Titelzeile der Smart-Ordner-Sicht auf den Button in Smart-Ordner verschieben. Mit einem Klick auf die rote Mülltonne werden die selektierten Elemente dauerhaft gelöscht. Um zu zeigen, wie die ersten Schritte mit den Smart-Ordnern aussehen, sichere ich alle Daten mit der Funktion Alles exportieren. Danach setze ich die Datenbank zurück. Alle Tracks, Routen und POIs sind jetzt gelöscht und daher sieht man auch keine Smart-Ordner mehr. Nun importiere ich einige Tracks und Routen, die andere Nutzer über die Cloud-Dienste geteilt haben, in die lokale Datenbank. Jetzt öffne ich die Smart-Ordner-Sicht und klicke bei Elemente ohne Tags auf die Lupe. Nun kann ich die Tracks und Routen der Reihe nach einem oder auch mehreren Ordnern zuweisen.
Anschließend suche ich mit der POI-Supersuche rund um das Kap Corse nach Restaurants. Alle Treffer importiere ich in die lokale Datenbank. Nun klicke ich in der Smart-Ordner-Sicht auf das Lupensymbol und navigiere zur Datenbankkategorie POIs. Die frisch importierten POIs werden nun angezeigt. Ich selektiere alle Elemente und weise ihnen die Hashtags Korsika und Restaurant zu und klicke den Button für das Verschieben in die Smart-Ordner. In der Liste der Smart-Ordner werden nun die neuen Elemente Restaurant und Korsika angezeigt. Nun öffne ich die POI-Suchersuche erneut und suche nach Hotels in Sardinien. Diesmal gehe ich aber einen Schritt weiter und vergebe die Hashtags Hotel und Sardinien direkt innerhalb der POI-Supersuche. Ich importiere nun weitere Hotels aus Elba, Sardinien und Sizilien in die lokale Datenbank, wobei ich jeweils die POI-Kategorie und den Namen der Region als Hashtag vergebe. Nun selektiere ich den Smart-Ordner Hotel, sodass auf der rechten Seite allerlei Hotels in unterschiedlichen Regionen zu sehen sind. Alle Hotel-POIs haben als Hashtag neben Hotel auch den Namen der Region. Klickt man auf die Region, wird der Smart-Ordner der jeweiligen Region selektiert. Klickt man auf den Hashtag Hotel, wird der Smart-Ordner mit den Hotels selektiert. Das funktioniert auch mit allen anderen Hashtags und ermöglicht eine schnelle Navigation unter den Smart-Ordnern. Dies ist eine moderne Form der Navigation, die keine klassische Ordnerstruktur der Welt ermöglicht. Klickt man einen POI in einem Smart-Ordner an, wird er als rotes Vorschausymbol auf der Karte angezeigt. Klickt man auf das POI-Symbol auf der Karte, wird die POI-Vorschau geöffnet. Hier kann man das Hotel nun via Google Street View anschauen und findet weitere Informationen wie Telefonnummer, Adresse, Webseite, Preise und einiges mehr. Smart Ordner kann man auch umbenennen. Dazu selektiert man den Ordner, den man umbenennen möchte und klickt oben rechts auf den Button mit dem Stift. Dann gibt man den neuen Namen ein und schließt den Dialog mit OK. Die Liste der Smart-Ordner wird nun automatisch aktualisiert. Selektiert man ein Element innerhalb eines Smart-Ordners und öffnet den Bearbeiten-Dialog, kann man dort die Hashtags des selektierten Elements deselektieren. Klickt man auf Ausgewählte Ändern, wird dieses Element aus allen Smart-Ordnern entfernt. Klickt man auf Alle ändern, werden alle Elemente aus dem Smart-Ordner entfernt und der Smart-Ordner verschwindet. Und warum verschwindet er? Ganz einfach, weil er transient ist. Zuletzt möchte ich noch zeigen, wie man einen Smart-Ordner löschen kann. Bei dieser Aktion werden keine Elemente aus der Datenbank gelöscht,
Es wird lediglich der Hashtag des Smart-Ordners aus allen zugehörigen Datenbankelementen entfernt. Dazu selektiere ich den zuvor neu angelegten Smart-Ordner Hotel und klicke oben rechts auf die rote Mülltonne. Nachdem ich die Sicherheitsabfrage mit Ja beantwortet habe, verschwindet der selektierte Smart-Ordner. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar sehr freuen. Wenn du diesen Kanal abonnierst und auf die kleine Glocke klickst, wirst du künftig automatisch benachrichtigt, sobald es ein neues Tutorial zu Truck of the Day gibt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald!